So, heute geht es um den klassischen Ansatz versus offenen Ansatz, Jazz-Ansatz. Wie geht der Saxophonansatz? Da gibt es verschiedene Meinungen zu. Und es gibt genauso viele verschiedene Ansatzarten, wie es Spieler gibt. Leider ist das so. Früher hat man das ganz einfach beigebracht. Man hat einfach gesagt, hier, nimm deine Unterlippe über die unteren Zähne, einfach reinstülpen. So. Oben legst du die Zähne drauf. Also unten bist du quasi hier auf diesem Kissen. So. Oben legst du die Zähne drauf. Dann hast du automatisch so einen festen Halt. Und dann einfach reinblasen und dann geht's schon. Das ist am Anfang, ist das leicht, also man bekommt direkt einen Ton raus. Der klingt aber nicht gut. Der klingt dadurch, dass ich einfach hier die Lippe über die unteren Zähne ziehe und dann den Ansatz, also das Mundstück in den Mund nehme, habe ich automatisch schon Druck auf dem Blatt und zu viel Druck. Und je besser oder je weniger man hier auf das Blatt drückt, je weniger Druck man ausübt, desto besser klingt das Saxophon. Ist ja auch logisch, das Blatt hier fängt an zu schwingen und wenn ich das am Schwingen hindere, indem ich einfach zu fest drücke, dann kommt nichts vorne raus, ne? Dann kommt der Ton nicht raus. Das ist oft auch so, es gibt Leute, die drücken zu fest und wundern sich, dass vorne nichts rauskommt oder dass der Sound sehr leise ist und dann versuchen sie das zu kompensieren, indem sie einfach fester da reinblasen, also mit mehr Kraft. Und das ist total anstrengend und trotzdem kommt am Ende, das Resultat ist sehr gering. Das Resultat ist nicht gut. Was müssen wir also machen? Wir müssen locker lassen. Der einfachste Ansatz, den man machen kann, ist, indem man einfach gar nichts macht. Ihr überlegt euch mal, wenn ihr den Mund normal geschlossen habt, überlegt ihr euch mal oder guckt mal, wie sich das anfühlt. Ne? Ganz locker, die Lippe ist entspannt. Und jetzt probiert das Gleiche mit dem Mundstück im Mund. So, ich mache eigentlich gar nicht viel. Oben lege ich die Zähne ganz locker drauf und unten hängt eben die Unterlippe, die hängt an dem Blatt dran. Aber ich habe keinen Druck da drauf. Ja, ich bin ganz entspannt. Und um ein bisschen dieses Gefühl zu kriegen, wie das eigentlich funktionieren soll, kann ich jetzt erstmal mit diesem Ansatz einfach nur Luft durch das Saxophon blasen. Also ich muss gar nicht großen Ton spielen, ich muss einfach nur ein bisschen Luft dadurch blasen, damit ich mich daran gewöhne, wie sich das anfühlt. Ganz einfach. Und jetzt könnt ihr probieren, wenn jetzt die Luft da ist, jetzt könnt ihr probieren, ein bisschen die Unterlippe anzuspannen. Das ist so, wie wenn ihr pfeift oder wie wenn ihr küsst, wenn ihr jemanden küssen wollt. Ne? Ich spanne hier so ein bisschen die Lippen an. Ich habe hier ja einen Muskel drin. Und das kann ich probieren. Und wenn ich die Luft durchblase und dann anfange, die Lippen anzuspannen, irgendwann ist die Spannung groß genug, dass ich dem Blatt hier helfe zu schwingen. Und dann kommt der Ton. Und dann ist der Ton da. Und genau so viel Druck brauche ich auch, damit es funktioniert. Alles, was ich dann darüber hinaus mehr drücke, dann drücke ich den Ton wieder kleiner. Also der wird dann wieder leiser, klingt nicht so gut. Das könnt ihr mal üben mit leichten Tönen oder mit keinem Griff, einfach mal reinblasen. Und ja, probiert, dass ihr einen leisen Ton rausbekommt, ohne Druck hier und mit wenig Luft. Also ihr müsst da nicht wie verrückt reinblasen. Das funktioniert auch so. Viele machen den Fehler, die finden nicht den Punkt, wo es losgeht mit der Schwingung und helfen sich einfach damit, dass sie mehr reinblasen. Und irgendwann kommt natürlich die Schwingung durch diesen Druck. Das sollt ihr natürlich nicht machen. Also wenn ich jetzt hier probiere, kommt nichts und ich blase dann fester rein, irgendwann kommt es dann, ne? Kommt der Ton. Ja, dann klingt der aber so.
Ja, dann klingt der nicht gut. Okay, das könnt ihr alles mal ausprobieren. Genau, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir hier unten rein in den Kommentarbereich und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Viel Spaß beim Üben und ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen was zeigen zum Thema Saxophon und das Sound. Und genau, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Bernd. Ciao, ciao.